Der dichte Nebel, der an feuchten Herbstmorgen vom Marmarameer aufsteigt, verschluckt die scharfen Kanten der kaiserlichen Metropole. In diesen Stunden wirkt Istanbul nicht wie das pulsierende Herz eines Weltreiches, sondern wie ein schlafendes, uraltes Raubtier. Es ist eine Zeit, in der das goldene Zeitalter der osmanischen Eroberungen längst zu einer wehmütigen Erinnerung verblasst ist. Auf den Schlachtfeldern Europas regiert der zermürbende Stellungskrieg, in den östlichen Provinzen schwelt die Glut der bäuerlichen Rebellionen. Und auf dem Thron im Topkapi-Palast sitzt ein Herrscher, der noch nicht einmal das Alter eines Mannes erreicht hat. Er hat keine glorreichen Siege vorzuweisen, keine eroberten Schätze, die seinen Namen in die Annalen der Geschichte brennen könnten. Doch dieser junge Sultan besitzt etwas anderes, einen unbeugsamen Stolz und den verzweifelten Drang, seine Macht in Stein zu meißeln. Wenn das Schwert des Reiches stumpf geworden ist, so sein eiskaltes Kalkül, dann muss der Himmel selbst durch Marmor, Gold und Tausende von Arbeitern bezwungen werden. Willkommen bei Chronifekt. Hier erzählen wir Geschichte ruhig, sachlich und im Zusammenhang. Bevor wir den Blick auf die politischen Ränkespiele und die monumentalen Baupläne dieses jungen Sultans richten, müssen wir die gewaltige demografische und geografische Realität der osmanischen Hauptstadt begreifen. Istanbul an der Wende zum 17. Jahrhundert ist ein urbaner Leviathan, ein Moloch, der sich über die 7 Hügel der historischen Halbinsel wälzt. Mit einer geschätzten Bevölkerung von über 700.000 Menschen ist sie die mit Abstand größte Metropole Europas und des Mittelmeerraums. Diese gigantische Menschenmasse zwängt sich in eine geografische Zange, die vom Goldenen Horn im Norden, dem Bosporus im Osten und dem Marmarameer im Süden gebildet wird. Die Stadt kann nicht in die Breite wachsen, sie wuchert nach innen, verdichtet sich zu einem labyrinthischen Netzwerk aus schmalen Gassen, überhängenden Holzhäusern und endlosen Basaren. Die Demografie dieser Stadt ist das Spiegelbild des gesamten Reiches. Hier drängen sich anatolische Flüchtlinge, die vor den brutalen Dschelali-Aufständen in die vermeintliche Sicherheit der Hauptstadt geflohen sind, dicht an dicht mit griechischen Kaufleuten, armenischen Handwerkern, jüdischen Bankiers und arabischen Gelehrten. Der Raum ist das kostbarste Gut in Istanbul. Jeder Quadratmeter bebaubaren Landes auf der Halbinsel ist vergeben, besetzt von Stiftungen, Moscheen, Zünften und den weitläufigen Palästen der osmanischen Aristokratie. Diese drangvolle Enge schafft ein permanentes Klima der Anspannung. Feuersbrünste sind an der Tagesordnung, da die hölzernen Viertel im trockenen Hochsommer wie Zunder brennen. Wenn der Nordwind, der Poyras, über die Hügel fegt, kann ein einziger umgestoßener Kohlenbecken ganze Stadtteile in Schutt und Asche legen. Krankheiten wie die Pest finden in den überfüllten Hafenvierteln den perfekten Nährboden und fordern in regelmäßigen Wellen Zehntausende Opfer. Inmitten dieser überhitzten, lauten und gefährlichen Metropole thront das architektonische Erbe der vergangenen, siegreichen Sultane. Die Skyline wird dominiert von der monumentalen Süleymaniye-Moschee, dem Meisterwerk des Architekten Sinan, und der uralten byzantinischen Hagia Sophia. Diese Bauten sind nicht nur Gotteshäuser, sie sind steingewordene geopolitische Machtansprüche. Sie verkünden der Welt und den Untertanen, dass die Sultane, die sie erbauten, die Herrscher des Universums waren, legitimiert durch gewaltige Eroberungen und unermesslichen Reichtum. Die Geografie des Machtzentrums, insbesondere der Bereich um das antike römische Hippodrom, ist eine elitäre Sperrzone. Hier, im Schatten des Topkapi-Palastes, residieren die höchsten Würdenträger des Reiches, die Großwesire und mächtigen Paschas, in palastartigen Anwesen. Für einen neuen Sultan, der seinen Namen unsterblich machen will, stellt diese topografische und architektonische Sättigung ein gewaltiges Problem dar. Es gibt keinen unbesetzten Platz mehr, der prominent genug wäre, um ein kaiserliches Monument zu errichten, das mit der Hagia Sophia oder der Süleymaniye konkurrieren könnte. Wer in dieser Stadt noch groß bauen will, der kann nicht auf leeres Land zurückgreifen. Er muss zerstören, um Platz zu schaffen. Er muss die bestehende Aristokratie enteignen, alte Paläste dem Erdboden gleichmachen und buchstäblich über die Trümmer der Vergangenheit bauen. In dieser dichten, überbevölkerten und von historischen Schatten durchdrungenen Stadt beginnt die Geschichte eines Herrschers, der bereit ist, genau diesen rücksichtslosen Weg zu gehen, um seine eigene Legende zu erschaffen. Als der junge Ahmed I. im späten Dezember des Jahres 1603 den osmanischen Thron besteigt, ist er gerade einmal 13 Jahre alt.
Ein halbes Kind, das die zentnerschwere, mit Rubinen und Smaragden besetzte Seidenrobe der Sultane tragen muss. Seine Thronbesteigung findet in einer Atmosphäre tiefster Paranoia und imperialer Krise statt. Ahmed ist noch nicht einmal beschnitten, ein ungeheuerlicher Umstand, der die Zeremonien im Palast überschattet. Doch was noch viel schwerer wiegt, ist das blutige Erbe, das sein Vater Mehmed III. Hinterlassen hat. Mehmed hatte bei seiner eigenen Machtübernahme 19 seiner Brüder erdrosseln lassen, die bis dahin brutalste Anwendung des ungeschriebenen osmanischen Gesetzes zum Schutz der Staatsräson. Die Bevölkerung Istanbuls hatte damals weinend und traumatisiert an den Straßen gestanden, als 19 kleine, mit Zypressenzweigen geschmückte Särge aus den Toren des Topkapi-Palastes getragen wurden. Das moralische Fundament der Dynastie war durch dieses Massaker schwer erschüttert worden. Der junge Ahmed, kaum auf dem Thron, trifft eine Entscheidung von enormer Tragweite, die das Machtgefüge des Osmanischen Reiches für Jahrhunderte verändern wird. Er weigert sich, seinen jüngeren Bruder Mustafa hinrichten zu lassen. Chronisten am Hof schreiben diese Tat später oft der frommen Milde und dem reinen Herzen des jungen Sultans zu. Doch in den gnadenlosen Ränkespielen des Topkapi-Palastes ist Mitleid eine Währung, die keinen Wert hat. Die Entscheidung ist eiskalter Pragmatismus, diktiert von den Wesiren und der mächtigen Sultansmutter. Ahmed ist ein Kind. Er hat noch keine eigenen Söhne gezeugt. Würde er Mustafa, den einzigen verbleibenden männlichen Erben der Blutlinie, töten lassen und selbst kurz darauf an den Pocken oder der Pest sterben, wäre die 600-jährige Dynastie des Osman augenblicklich ausgelöscht. Das Reich würde in einen apokalyptischen Bürgerkrieg um die Thronfolge stürzen. Mustafa wird also am Leben gelassen, aber seine Existenz wird radikal aus der Öffentlichkeit getilgt. Er wird in ein streng bewachtes, isoliertes Quartier tief im Harem gesperrt, den sogenannten Kafes, den goldenen Käfig. Ohne Kontakt zur Außenwelt, bewacht von taubstummen Eunuchen, vegetiert der Prinz fortan in ständiger Todesangst dahin. Diese pragmatische Lösung beendet de facto die Tradition des Brudermordes, doch sie legt den Grundstein für eine weitaus perfidere Gefahr, die spätere Herrschaft von geistig zerrütteten, weltfremden Sultanen, die ihr gesamtes Leben in Isolation verbracht haben, bevor sie an die Macht kommen. Gleichzeitig muss sich der junge Ahmed mit einer außenpolitischen Realität auseinandersetzen, die sein imperiales Ego zutiefst kränkt. Im Jahr 1606 unterzeichnet das Reich den Frieden von Zitvatorok mit dem Habsburgerreich. Dieser Vertrag beendet den blutigen, 15-jährigen langen Türkenkrieg, bringt den Osmanen jedoch keinen glorreichen Sieg. Schlimmer noch, zum ersten Mal in der Geschichte muss der osmanische Sultan den Habsburger Kaiser in den diplomatischen Schriften als gleichgestellt anerkennen. Bis dahin wurden europäische Monarchen in Istanbul lediglich als einfache Könige oder Wesire betrachtet. Nun ist der Sultan nicht mehr der alleinige, unangefochtene Herrscher der Welt. Es ist eine tiefe diplomatische Demütigung. Ahmed hat keinen Krieg gewonnen. Er hat keine feindlichen Hauptstädte geplündert, keine Schatztruhen nach Istanbul gebracht. In den Augen der militärischen Elite, der Janitscharen und der kritischen Gelehrten ist er ein schwacher Verwalter des Niedergangs. Um diese Schmach zu kompensieren, formt sich in seinem Geist ein eitler, maßloser Plan. Er wird der Welt seine absolute Macht nicht auf dem Schlachtfeld beweisen, sondern im Herzen seiner eigenen Hauptstadt. Er befiehlt den Bau eines architektonischen Giganten. Der Moment, in dem Sultan Ahmed seinen Entschluss vor dem Kaiserlichen Rat, dem Divan, verkündet, ist ein Lehrstück osmanischer Machtpolitik. Er plant nicht einfach eine Moschee. Er plant eine kaiserliche Großmoschee, eine sogenannte Selatin-Moschee, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Doch dieser Plan kollidiert frontal mit den eisernen, jahrhundertealten Gesetzen der islamischen Rechtsprechung. Die mächtige Kaste der Ulema, der hochrangigen Religionsgelehrten, vertritt eine strikte Doktrin: Ein Sultan darf ein solches monumentales Bauwerk nur errichten, wenn er die finanziellen Mittel dafür durch Gaza, den heiligen Krieg gegen Ungläubige, erbeutet hat. Die Beute aus eroberten Feindesländern soll den Bau finanzieren, als sichtbares Zeichen des göttlichen Beistands. Doch Ahmed hat keinen erfolgreichen heiligen Krieg geführt. Der Friede im Westen hat keine Reichtümer gebracht und die anhaltenden Konflikte mit den persischen Safawiden im Osten verschlingen enorme Ressourcen, anstatt welche zu generieren.
Die Staatskasse, das Hazine, ist nach den Verheerungen der Dschelali-Aufstände und den endlosen europäischen Feldzügen erschöpft. Als der Sultan dem Divan offenbart, dass er den gigantischen Bau direkt aus den regulären Steuereinnahmen des Staates finanzieren wird, bricht ein politischer Sturm ungekannten Ausmaßes los. Der oberste Religionsgelehrte des Reiches, der Scheichül Islam, äußert massivste Bedenken und formuliert versteckte Drohungen. Es ist ein offener, gefährlicher Konflikt zwischen der absoluten Macht der Krone und der moralischen Autorität des Klerus. Man erzählt sich in den dunklen Teehäusern und auf den Märkten Istanbuls, dass die Prediger in den kleineren Stadtmoscheen offene Worte der Rebellion wagten. Sie werfen dem jungen Monarchen vor, das Blut, den Schweiß und die letzten Kupfermünzen der verarmten anatolischen Bauern für einen Akt purer, gotteslästerlicher Eitelkeit zu verschwenden. Jeder behauene Marmorstein, so murren die Kritiker hinter vorgehaltener Hand, sei mit den unrechtmäßigen Steuern der Hungernden bezahlt. Es ist ein gefährliches Spiel. Ein Aufstand der Gelehrten könnte die Janitscharen mobilisieren und den Sultan den Thron kosten. Doch Ahmed reagiert mit rücksichtsloser politischer Härte. Er lässt Kritiker nicht hinrichten, das wäre zu offensichtlich und riskant, sondern er nutzt das gewaltige Patronagenetzwerk des Palastes. Er besticht, versetzt und isoliert seine Gegner. Er besetzt die Ränge der Ulema mit loyalen Günstlingen, die bereit sind, die religiösen Bedenken mit diplomatischen Gutachten beiseite zu schieben. Die pure Arroganz der Macht manifestiert sich in der Wahl des Bauplatzes. Ahmed entscheidet sich für das südliche Ende des antiken römischen Hippodroms, direkt gegenüber der Hagia Sophia. Um diese gewaltige Fläche freizumachen, reicht es nicht, einfache Bürger umzusiedeln. Der Sultan enteignet seine eigene Aristokratie. Er lässt die prächtigen Stadtpaläste hochrangiger Wesire, darunter den Palast der mächtigen Ayse-Sultan, zwangsräumen und abreißen. Er zahlt horrende Entschädigungssummen aus der ohnehin leeren Staatskasse, um die Wut der Elite zu dämpfen. Die Geografie des Machtzentrums wird mit eiserner Faust neu geordnet. Der Sultan zeigt seinem Hofstaat, dass sein Wille über dem Eigentum der mächtigsten Familien des Reiches steht. Es ist eine Demonstration absoluter Dominanz nach innen, erkauft mit dem finanziellen Ruin des Staates. Mit der Ernennung von Sedefkar Mehmet Aka zum kaiserlichen Chefarchitekten im Jahr 1609 beginnt ein logistisches Unterfangen, das in seinen Dimensionen einem gewaltigen militärischen Feldzug gleicht. Mehmet Aka ist ein brillanter Ingenieur und ein Meister der feinen Perlmutt-Einlegearbeiten, ein direkter Schüler des legendären Mimar Sinan. Doch während Sinan in seinen Bauwerken stets nach vollkommener struktureller Harmonie, mathematischer Leichtigkeit und eleganter Schlichtheit suchte, erhält Mehmet Aka einen grundlegend anderen Auftrag. Der Sultan verlangt pure, überwältigende Masse. Er will den Betrachter durch visuelle Dominanz und monumentale Größe in die Knie zwingen. Wenn wir uns der Baustelle auf dem antiken Hippodrom in diesen Monaten genähert hätten, wären wir von einer apokalyptischen Kakophonie des Lärms erschlagen worden. Zehntausende von Arbeitern, darunter Sklaven, freie Handwerker, christliche, Kriegsgefangene und zwangsrekrutierte Janitscharen, wimmeln wie Ameisen über das gigantische, staubige Areal. Die Beschreibungen des Bauplatzes zeugen von einem schmutzigen, brutalen Ringen mit der Materie. Um die gewaltigen, tonnenschweren Marmorblöcke aus den fernen Steinbrüchen der Marmara-Inseln herbeizuschaffen, werden massive Ochsengespanne und sogar aus Indien importierte Arbeitselefanten eingesetzt. Die massiven Tiere ziehen die Steine auf Holzrollen durch die engen Gassen Istanbuls. Das Ächzen des Holzes, das Peitschenknallen der Treiber, das Brüllen der Tiere und die rhythmischen Rufe der Vorarbeiter hallen unablässig durch die Stadt. Der Staub des zerschlagenen Gesteins legt sich wie grauer Schnee über die angrenzenden Viertel. Tausende von Steinmetzen hämmern von Sonnenaufgang bis in die tiefe Nacht im Licht von flackernden Pechfackeln. Sie formen die gewaltigen Säulen, von denen die 4 zentralen Pfeiler derart massiv geraten, dass das Volk sie bald ehrfürchtig die Elefantenfüße nennen wird. Diese enormen, 5 Meter dicken, geriffelten Zylinder bilden das statische Rückgrat, auf dem die gigantische Hauptkuppel mit ihren 23 Metern Durchmesser und 43 Metern Höhe ruhen wird. Um das Fundament in dem weichen, von antiken byzantinischen Zisternen durchzogenen Boden zu sichern, treiben die Arbeiter aber tausende dicke Eichenpfähle tief in die Erde.
Doch das wahre Geheimnis, das dem Bauwerk später in der westlichen Welt seinen inoffiziellen Namen, die Blaue Moschee, verleihen wird, entsteht weit entfernt vom Bosporus. In den staubigen, rußgeschwärzten Öfen der Stadt Iznik in Westanatolien brennen die Feuer monatelang ununterbrochen. Der Palast in Istanbul hat eine Bestellung aufgegeben, die die lokalen Manufakturen buchstäblich an den Rand des physischen und wirtschaftlichen Zusammenbruchs treibt. Über 21.000 handbemalte Keramikfliesen werden gefordert, und zwar zu einem staatlich diktierten, viel zu niedrigen Festpreis. Die Meister von Iznik entwickeln unter enormem Druck eine spezielle Quarzmischung und eine leuchtend blaue Kobaltglasur von bisher unerreichter Intensität. Unter glühender Hitze werden aufwendige florale Muster, Zypressen, Weinranken, Tulpen und Nelken auf die Fliesen gebrannt. Als diese fragilen Kunstwerke in monatelangen, schwer bewachten Karawanen nach Istanbul transportiert und in die oberen Galerien und zahllosen Halbkuppeln der Moschee eingesetzt werden, entfalten sie eine fast übernatürliche Wirkung. Der Architekt hat über 200 winzige, kunstvoll verzierte Buntglasfenster in die Mauern brechen lassen. Wenn das Sonnenlicht durch diese Öffnungen in den Gebetsraum fällt, reflektiert das millionenfache blaue Meisterwerk aus Iznik die Strahlen und taucht den gesamten, riesigen Innenraum in ein tiefes, sphärisches, unendlich kühles Licht. Es ist eine architektonische Meisterillusion, ein bewusster psychologischer Trick, um den einfachen Gläubigen klein, sterblich und unbedeutend erscheinen zu lassen, während die Macht des Sultans, verborgen in der perfekten Symmetrie des Raumes, alles durchdringt. Der Bau ist nicht nur eine fromme Unterwerfung unter den Willen Gottes, er ist die steinerne, zwingende Machtdemonstration eines Reiches, das seine Schwäche auf dem Schlachtfeld durch imperiale Theatralik kompensiert. Als das gewaltige Bauwerk schließlich in den Himmel wächst, entspinnt sich ein internationaler Skandal, der die diplomatischen und religiösen Grundfesten der islamischen Welt erschüttert. Sedef Kami mit AK lässt nicht die üblichen 2 oder 4 Minarette errichten. Er baut 6. Diese extrem schlanken, nadelspitzen Türme, die sich wie Lanzen hoch über das Marmarameer erheben und deren Balkone mit feinsten Mukanas-Ornamenten verziert sind eine architektonische Sensation und zugleich ein ungeheuerlicher theologischer Affront. Bis zu diesem Zeitpunkt im frühen 17. Jahrhundert besitzt nur ein einziges Gebäude auf der Welt 6 Minarette, die Heilige Moschee in Mekka, das absolute Zentrum des islamischen Glaubens. Chronisten jener Zeit und spätere Historiker flüstern von einer angeblichen Verwechslung. Der Legende nach habe Sultan Ahmed befohlen, die Minarette aus Gold, auf Türkisch Altın, zu fertigen. Der Architekt, wissend, dass das Staatsbudget dies niemals zulassen würde, habe sich angeblich verhört und stattdessen das Wort Alti, also 6, verstanden. Doch die moderne Geschichtsschreibung verweist diese Anekdote in das Reich der Märchen. Am Hof der Osmanen passiert nichts von solcher Tragweite aus Versehen. Die 6 Minarette sind eine bewusste, zutiefst aggressive Provokation. Ahmed will der gesamten muslimischen Welt unmissverständlich zeigen, dass Istanbul, die Hauptstadt seines Reiches, das neue Zentrum des Universums ist, gleich auf in seiner Heiligkeit und Macht mit Mekka selbst. Der Aufschrei der arabischen Gelehrten im fernen Hedschas ist gewaltig. Der mächtige Scheriff von Mekka sendet wütende Depeschen nach Istanbul. Der Vorwurf der Blasphemie und der imperialen Hybris steht unausgesprochen im Raum. Um einen totalen Bruch mit der religiösen Elite Arabiens zu verhindern und gleichzeitig sein Gesicht zu wahren, greift Ahmed auf das altbewährte Mittel seines Reiches zurück, den Scheckbuchpragmatismus. Er finanziert kurzerhand aus der osmanischen Staatskasse den Bau eines 7. Minaretts für die große Moschee in Mekka. Das theologische Gleichgewicht ist formal wiederhergestellt, die Einzigartigkeit Mekkas bewahrt, aber die Botschaft Istanbuls wurde laut und deutlich an alle Feinde und Neider gesendet. Im späten Herbst des Jahres 1617 wird der gigantische Komplex der Sultan Ahmed Moschee nach 7 Jahren ununterbrochener, blutiger Arbeit offiziell eingeweiht. Der Komplex umfasst weit mehr als nur den Gebetsraum. Es ist eine Stadt in der Stadt, ausgestattet mit Madrasas, Armenkirchen, Krankenhäusern, Karawansereien und einem großen Markt. Sultan Ahmed, der die letzten Monate der Bauphase fast obsessiv begleitet und sich angeblich sogar selbst, angetrieben von religiösem und eitlem Eifer, mit einer goldenen Spitzhacke an den Erdarbeiten beteiligt hatte, erlebt seinen ultimativen, steingewordenen Triumph. Die Blaue Moschee steht in all ihrer blauen, marmornen Pracht.
Sie dominiert die Skyline, starrt der alten byzantinischen Hagia Sophia trotzig ins Gesicht und verankert den Namen Ahmeds für die Ewigkeit im Gedächtnis der Menschheit. Doch die Ironie der Geschichte ist gnadenlos und schnell. Nur wenige Wochen nach der triumphalen Einweihung, im November desselben Jahres, erkrankt der Sultan schwer. Manche zeitgenössische Quellen sprechen von einem massiven Ausbruch des Typhus, andere von einem schweren, durch Stress und Erschöpfung hervorgerufenen Magenleiden. Sein Körper, ausgezehrt von der erdrückenden Last der Krone, den endlosen Intrigen des Harems und der paranoiden Angst vor Meuchelmördern, gibt auf. Sultan Ahmed I. stirbt im Alter von nur 27 Jahren. Er hat sein Monument für die Ewigkeit hinterlassen, doch er hinterlässt auch einen Staat am Rande des Abgrunds. Die osmanische Staatskasse ist durch die astronomischen Baukosten vollständig geplündert, die Inflation galoppiert. Und durch seine einst pragmatische Entscheidung, seinen Bruder Mustafa im Käfig am Leben zu lassen, hat er die jahrhundertealten Regeln der Erbfolge für immer aus den Angeln gehoben. Anstatt eines geordneten Übergangs der Macht auf einen starken, erwachsenen Sohn, blickt das Osmanische Reich nun in den dunklen Abgrund einer verheerenden dynastischen Krise. Die schweren, mit Eisen beschlagenen Türen des goldenen Käfigs im Harem werden sich nun öffnen, und was aus der Dunkelheit heraustritt, wird das Reich in die finsterste Anarchie stürzen. Frage an dich: Welchen Aspekt dieses Themas fandest du am überraschendsten? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Kapitel sehen wir, wie das Experiment der neuen Thronfolge in einer unfassbaren, blutigen Katastrophe endet und die sakrale, unantastbare Aura des osmanischen Sultans zum allerersten Mal durch die rauen Hände seiner eigenen, machthungrigen Soldaten zerschmettert wird.